So. Wenn du irgendwas Neues, Pipo, tralala, juckt keinen. Ich spare noch auf ein GF. Eventuell nach 1 bis 2 Lottogewinn bin ich auf mysteriöse Art und Weise der Chicks-Terminator vom Dienst. Natürlich. Was heißt hier flirten? Nur weil ich jemanden Lustigen kennengelernt habe, heißt das nicht, dass ich flirte, Morph. Ich wusste schon, dass sie einen Partner hat, bevor ich überhaupt ansatzweise angefangen habe zu flirten. So ein Ding ist es nämlich. Ich zeige den Leuten gerne, was ich so tue. Deswegen streame ich ja auch. Oder flirte ich mit dir, Morph? Könnte man so sehen. Halb so wild. Mein Freund hat es doch nur zum Vorteil für dich. I mean... Wie muss ich das jetzt verstehen, tatsächlich? Geht es da eher darum, dass ich dann weniger leisten muss? Normalerweise wäre es dann ja 1 zu 200. Jetzt ist es ein klassisches 1 versus 1. Okay. Okay. Nee, aber da kommt noch ein viel anderer, ganz anderer Punkt dazwischen. Sie kommt aus Finnland, also von daher hat sie die Sache eh. So, jetzt mach ich mal kurz wieder meine, in Anführungszeichen, Vorhänge, so wie sie gehören. Centuries. But human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. Leonage, ist gerade dein Scheißerz. Dankeschön. So. Morph. Ernsthaft? Nein. Ich weiß noch nicht mal, wie alt sie ist. Kommt ja noch dazu. Auch wenn ich zugegeben, eine Sache muss ich gestehen. Ich war überrascht, dass sie tatsächlich weiblich ist. Ich bin eher davon ausgegangen, dass ich jetzt gerade wieder einen Typen erwischt habe. Der einfach nur cool drauf ist. So. Gut, ich glaube, wir gehen back to business. Obwohl, warte mal, wenn wir eh schon in der Kanne sind. With her ages on the clock. Oh, sorry. Falscher Chat. Mhm. Natürlich, Morph. Natürlich, Morph. Ah, ich habe kein Saatgut mehr. Belastend. Wird Zeit, neue Saat zu kaufen und zu sammeln. So, ich glaube, dann gehen wir back to business. Back to Kazuha. Nachdem wir unsere kleine Auszeit hatten. Mit unserem kleinen Silvester-Feuerwehrklein. Was tatsächlich nur im Stream sein würde. Mache ich daraus ein Video? Nein. Nein, mache ich nicht. Mache ich clean nicht. Na, warte mal. Da ist der Knackpunkt und ab in die Cutscene. Wait. I hear something ominous in the wind. Oh! This must be another one of those sounds that only you can hear. As sketchy as that whole thing seems, you did put it to good use when we were chasing down that vision thief at Beto's tournament, so... Now I'm picking up a strong scent in addition to the sound. It's right around here somewhere. But there's nothing here. It's gone now, but I can still sense the direction it left in. It felt very much like that ancient presence in Inazuma. The remnants of the Tatarigami.
Aha, da war ja gar nicht in der Gruppe. Nein. Die Überreste von Tata. Was sind Tatarigami? Indeed. But this unexpected spring of inauspicious energy may prove to be of benefit to our investigation. We should remain vigilant and approach slowly. Jetzt geht die Qualität wieder sterben, So Alter. it's an underground warehouse. The force is definitely coming from down below. The source of the Tatarigami energy has long since left this place, but the residue it left behind still hasn't dissipated completely. Judging from the concentration, I would have to conclude that the Tatarigami source resided here for a very long time. Mrs. Nagato said her husband used to hang around the warehouse by himself a lot. It could well be that he was already under the influence of Tatarigami energy at that time. From what I've been told, Tatarigami does not turn all upon whom it preys into violent monsters, but most will develop a stubborn streak upon being exposed to the Tatarigami's unfulfilled will. Their interests become fanatical obsessions. Mr. Nagato had an interest in collecting to begin with. The influence of Tatarigami could explain why he became an obsessive hoarder, amassing more and more possessions, even as he put himself in grave debt. So what should we do now? Go down and take a look? Step back. It's loading. I'll open the door and take a look inside. If we don't open this door, we can move no closer to the truth. You needn't worry. Both of us have faced far greater dangers than this. Relatively speaking, the risk here is trivial. Gut ist was dran. Kriminal. What's down there? Everything's buried in debris. I can't see anything. It looks like the fire caused a cave-in, reducing the entire warehouse to rubble. That was too scary! Paimon was so sure that the warehouse boogeyman was about to jump out at us! Ah ja. All we can do now is keep searching in the direction that the Tatarigami energy's source left this place. Two ordinary humans, entangled with the Tatarigami. I fear much misfortune has already befallen them. Haben wir es jetzt? Hey! Handy hat sich gefangen. Nice. Oh, sorry. So. Yes, let's go. If nothing else, it's vital that we find out where this Tatarigami energy is coming from. Quiet your mind and focus on what you sense around you. Perhaps you too will perceive its ominous presence. Darauf erstmal ein neues Schokobrötchen. Sag mal, auf wie viele Punkte hast du eigentlich? Ach, weiß nicht. Oh. Dieser schwarze Nebel ist kein gutes Zeichen. Gib mir den Wodka, Anuschka, und dann lass mich sein. Der Wodka ist freundlich, doch du bist gemein. Gib mir den Wodka, Anuschka, und sei wieder gut. Denn wenn du nie gut bist, komm ich noch. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das habe ich mir fast schon gedacht. Gut, Morph. Der Knackpunkt ist... reicht als Aussage? Ja, definitiv. Der Knack... From this point, the trail appears to split into two. Gut. Der Knackpunkt an der Sache ist jetzt, Morph. Zwei Dinge. Punkt 1. Du darfst jetzt entscheiden, ob das jetzt Wodka Cola oder Wodka E wird.
Punkt 2. Eine Kondition, wann ich immer trinken muss. Weil das Glas werde ich nicht auf einmal wegäxt, was ich ihm jetzt gleich fertig mache. Zum Beispiel, meinetwegen alle Minute. Oder jetzt mal, wenn ich Schaden kriege. Wodka Immer wenn die kleine rumpiepst / spricht. Das wird ein schnelles Glas. Das ist die perfekte Kondition für einen Legendenauftrag an der Stelle. Muss ich zugeben. Aber dann machen wir das pro Satz, ja? Also, beziehungsweise pro... You know what I mean. Wenn sie jetzt einen riesigen langen Text redet, rede ich nicht von jedem Text neu. Also, trinke ich nicht jedes Mal neu. Aber gut, machen wir so. Ich mache mir eben Wodka fertig und dann geht's rein in den Spaß. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich das Max holen wird, aber dass du mir meinen Neujahrsalkohol reindrückst. Läuft. Bis gleich. Okay, Stereoanlage, ich hab's verstanden. Du willst ein Arschloch sein, kriegst du. Aus. So, hätte noch gerade genug Punkte, um das noch 1-2 Mal einzulösen. Autsch. Dann merkt man wieder, du hast gefarmt wie ein Wahnsinniger. Ich find's gut. Danke für die Treue an der Stelle. Und, Prost! Man sieht's nicht. Sieht's halt clean nicht. Ah, sagen wir es mal so, der ist bis hierhin voll. Ja, also... Kannst dir vorstellen, wie viel Wodka da drin... Cheerio! Hab roten Met am Start. Läuft. So. Der Punkt ist, er hat noch nicht geredet. Eigentlich musste ich testen, aber er hat noch nicht geredet. The main source of the Tatarigami warte mal. energy continued on into the distance, but a small portion remained here and seems to be dissipating slowly. Eine Sache vorhin noch. Habt ihr da ja letztens was hier?
So. Andere nutzen Plastik, andere nutzen Pappe, ich nutze Metall. Glasstrohhalm wäre natürlich auch geil, aber ich habe Metallstrohhalm. Weil ich mal kurz wieder mit die oberen Channel sehen, was die da unten treiben, ist mir gerade relativ. So, ich gehe mal davon aus, dass sie gleich labern wird. Stellen diese beiden Teile eigentlich Platte und Bücher da? Quite possibly. Let's search the area. Noch habe ich Glück. Whoa! Look at all those hilly churls. They're acting really strangely. Aber ich sage ja, das dauert Something nicht seems to be lange. drawing their attention. Let's take a closer look. Ja. Prost! Ist doch ganz gut gemischt. Ist nicht zu stark, ist nicht zu schwach. Kann man machen. Alter, die buddeln ja wie die Weltmeister. Die buddeln ja anders wie die Weltmeister. Digga. War klar, dass ihr das wollt. Witness the power of good. Shine down. Noch mehr. The wind knows me. Party People. Fallen leaves adorn my night. It's Ja. Ugh! Look at this red stuff. What is it? by the looks of it, a letter written on a piece of torn clothing. The ink is bone dry. It must have been written quite some time ago. Das ist halt der Vorteil an an deiner Kondition. Da ich gerade Legendenaufträge mache, redet sie sehr viel. Du musst dir das so vorstellen. Das Thema hatten wir heute tatsächlich sogar schon. Paimon ist im Endeffekt wie Navi aus Zelda. Weil der Traveler einfach keinen Bock hat zu reden. Dementsprechend, wer labert die ganze Zeit richtig? Paimon. Well, let's take a look. Geil, ich darf jetzt auch noch lesen. Rot gefärbter Stoff. Ich bin Nagato. Mein Körper wurde von Amenoma Yuya aufgeschlitzt. Und er hat mir auch noch mein wertvolles Schwert genommen. Ich habe ihn immer verfolgt, aber nie eingeholt. Ich bin zu erschöpft. Ich ruhe mich hier aus. In meinem Bauch strömt Blut heraus. Ich glaube, das ist das Ende. Aber irgendwie unerklärliche Kraft lässt mich weitergehen. Aber irgendeine unerklärliche Kraft läuft. Sobald das Glas leer ist, sie redet, nachfüllen und weitersaufen. Hey, Freundchen. 10 Grand sind ein Glas wert, okay? Chill mal. Ich meine, ich habe hier schon Worth einen Shot drin an Wodka. Also, das ist schon okay. Ich will mich ja nicht hier sturzsaufen. Ich bin sowieso überrascht, wie wach ich bin aktuell. Die Uhrzeit. Und dafür, dass ich Genshin spiele. So. Wo war ich? Ich habe, aber irgendeine unerklärliche Kraft lässt mich weitergehen. Warum hat er mein Schwert weggenommen? Ich habe ihm doch gesagt, ich würde es an ihn verkaufen. Sogar mein Lagerhaus hat er angezündet. Es tut so weh. Es tut so weh. Es tut wirklich unglaublich weh. Aber mir ist nicht schwindelig geworden. Ich schreibe diesen Brief, um mich ein wenig davon abzulenken. Sachiko, Yuji, was soll ich bloß tun?
Bin ihrer unwürdig. Es tut mir so leid. Erst jetzt merke ich, wie falsch ich lag. Ich stehe bestimmt unter dämonischen Einflüssen. Bis zuletzt habe ich alle möglichen seltsamen Dinge gesammelt. Aber sie brachten mir weder Glück noch Wärme. Das alles ist nicht eines ihrer Worte wert. Ich danke dir. Es tut mir leid, dir so viel Kummer gemacht zu haben, Sachiko. Nervöser Finger über den Kanalpunkten zuckt. Ah, du hast jetzt einen Cooldown von einer Viertelstunde. Danach darfst du nochmal. Oder war es eine halbe Stunde? According to this letter, a conflict arose because Amenoma Yuya wanted to seize a blade belonging to Mr. Nagato. Yuya started the fire that destroyed the warehouse and wounded Mr. Nagato in the fight. Mr. Nagato kept chase as long as he could, eventually stopping here to write this letter when his strength gave out. So, where is he? Ach, Paimon. Doch noch ein gutes Stück. He was not only mortally wounded, but also under the heavy influence of Tatarigami. Add to that the fact that its aura seems to have attracted a horde of monsters, and I'm afraid he may no longer be with us. Das ist schade. Wirklich schade. Whatever traces there may have been of his fate beyond after this point, they've since been disturbed by the hilly churls. There's nothing more for us to find here. Yes, right now we need to uncover some more important truths. If Amenoma Yuya is attacking other people indiscriminately, then the longer we take to find him, the more people risk meeting the same tragic end. Leider wahr. Right, so let's get moving. I wouldn't be surprised if he too fell prey to the influence of the Tatarigami. Stimmt ja. Jetzt hat er geredet. For a practitioner of the martial arts, the easiest desire to inflame would be their pursuit of further power and skill. All the clues that at first seemed disparate and disconnected, it seems that now we know the thread that runs between them. I have a hypothesis that, if it's correct, not only explains the series of events leading to the two men's disappearance, but also zeroes in on the attacker's identity. Okay. Wait, you figured it out? So these two cases are connected after all? Halbes Glas ist schon gone. Und wir haben noch nicht meine Konversation durch. I believe so. But it's something of an outlandish idea. I will only be able to confirm my suspicions once we've met him in person. On with the search. We must stay vigilant. At any point now, we may find ourselves in danger. Fliegen! Wow, das war ja der Profi-Move schlechthin, Alter. Ich habe Erze gefunden. Ich würde gerne wieder da hoch. Darf ich? Darf ich nicht. Kann ich mich teleportieren? Yep. Well then, climbing it is. Wenigstens kann man die in der Summerberge noch hochkraxeln. Nicht so wie in Sumeru. Wobei in der Summer auch schon schwierig ist an manchen Stellen. In der Summer kann man manchmal auch nicht mehr hochklettern. Yes. Auf da. Dankeschön. Er ist ein bisschen sehr hoch, meinst du nicht?
1, 2, 3, 4, 5 und rein da. He seems to have stayed here for a long time. Okay. Why here? Is there anything special about this place? I'm not sure. But on closer examination, I sense that the aura may have lingered here at several different points in time. Show yourself. It's no use hiding anymore. Moment, haben wir jetzt plötzlich eine neue Synchronstimme? So. Safe, jetzt kommt wieder ein Kommentar von Paimon. Von wegen, das ist der Typ von vorhin. Kaidehara Kazuha, it's you, at last. Aha! So it is the same guy from before. Oh, your verse is that predictable. What's your problem, huh? What could you possibly have against Kazuha? Indeed, there should be no enmity between us. If it is Amenome Yuya that stands before us. But what if instead of facing Amenome Yuya, we are in fact facing the blade in his hand? Das Schwert sieht schon wild aus. Now that you mention it, it is giving off a strange light. Everything's a dildo if you're brave enough. Hey, Woff. Ich hab dir da was gezeigt. Dagegen ist das noch human. Ich meine, gut, wenn wir zurück an Drawn Together denken, Foxy Love, die sich selbst ein Laserschwert reinschiebt. Huch! Isla ist wieder da. Müssen wir schneller durch. Whoa! Surely you don't mean... Are you serious? Tatarigami energy often lodges itself within physical objects, then works to subtly affect any living organisms in its vicinity. Ja. The blade has resided in Mr. Nagato's warehouse for many years, affecting his state of mind, and more recently using the sale as a means to affect, or rather as a means to occupy, Amenome Yuya's body. You're sharper than I thought. You've already deduced the truth of the matter. Many, many years ago, I was forged by a famed bladesmith of the Ishin tradition. Nächster Spruch ist der letzte I von hier. was his pride and joy. In me, he placed all his hopes and dreams. As a descendant of the Kaidehara clan, you should be able to guess our greatest regret. I presume it has something to do with the Raiden Gokaden. Indeed. At that point in time, he failed to live up to the Raiden Shogun's expectations. In the end, all he could do was to flee the nation by sea on a ship bound for Snezhnaya. He was a bladesmith of great renown, a master of his craft. There was nothing that he could not accomplish. All he needed was more time and a little faith. And sure enough, in the end, he achieved what he had set out to do. All of his life's work, his wisdom, his skill, it culminated in his creation of me. He Schwert ist not schon only geil. bestowed upon me the greatest of strength, but also endowed me with a consciousness of my own. In her conceit, the Raiden Shogun lost not only the single most perfect blade in the entire world, but also an irreplaceable achievement in the art of blade forging. So... swords can become conscious and Prost! control people?
The people of the time in which I was born never believed I had that kind of power. They saw me as a mere blade, a sharp and well-crafted one, but in all other respects an ordinary weapon. But that gave me the opportunity to take action. Zum Auskontern. After the death of my creator, I decided to leave Snezhnaya and began my long quest to return to the distant land of Inazuma. Moving from one person to the next, I controlled the minds of countless hosts along the way, each bringing me one step closer to my ancestral home. I seek but one thing: to face the full force of the Raiden Shogun's blade and prove my power, the might of Ishin art. Ah, so Amenoma Yuya was not your first victim. Tell me, what happens to those you've possessed when you've finished using them? My hosts? Who cares what happens to them? They are but tools that serve my mission. Oh, wow. When they got tired or injured or unusable, I hopped to the next one in line. All I needed them for was to take me back to Inazuma. You're awful. After I returned to Inazuma, I decided to bide my time in Nagato's warehouse until Amenoma Yuya handed himself over to me on a silver platter. At long last, I'm approaching my journey's destination. By Amenoma Yuya's body, I have found you, and by your hand, I shall defeat the Raiden Shogun. Kaedehara Kazuha, you stood against the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi. There can be no other to serve as my host for what is to come. Schwertilein, ne? Ich sag's ungern, aber der Faktor, dass er den Angriff von Raiden aushalten konnte, lag nur daran, dass er aus Liebe zu seinen Freunden und aus Erinnerung an seinen vergangenen Freund, den er verloren hat, plötzlich nicht nur eine Elementarkraft befähigen konnte, sondern zwei. Er hat nämlich zwei göttliche Augen dabei. Also zwei Visions. Einmal Animo, sein Standardelement, und dann hat er noch ein Elektro-Vision dabei. Wenn die Stimme jetzt noch sagt, ich muss meinen großen Bruder umbringen für die Gräueltaten gegen unseren Clan, weißt du Bescheid. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das kommt. Now, give your body over to me! Oh, das Schwert wird böse. Clank? Wahrscheinlich... Oh, LOL! Wenn sie überhaupt noch online ist. Das Schwert mit Orochimaru, ja total. Die ist tatsächlich da. Wo ist sie denn?